Wir sind gerade auf einer Weltreise unterwegs und haben beschlossen, einen Zwischenstopp in Samoa, Honduras zu machen, um ein bisschen Geld zu sparen. Unser Plan? Eine Woche lang auf einer Kakaofinca zu arbeiten. Ihr habt richtig gehört, wir werden tatsächlich eine Woche lang auf einer Kakaofinca arbeiten. Dank der Online-Plattform Workaway haben wir einen genialen Weg gefunden, um genau das zu tun. Wir tauschen unsere Arbeitskraft gegen Unterkunft und Verpflegung. Als Schokoladenfans war das für uns ein Muss, den gesamten Prozess hautnah zu erleben. Und dank der Plattform mussten wir nicht lange suchen. Und jetzt geht es endlich los. Unser erster Arbeitstag. Unsere Tage begannen um 7 Uhr morgens mit einem köstlichen Frühstück, das die typisch hondurianische Küche repräsentierte. Ei und Avocado, Käse. Nee, Käse. Dazu ein aromatischer Kaffee, der perfekte Start für unseren Arbeitstag. Nachdem wir die tierische Sicherheitskontrolle passiert hatten, Und plötzlich beißt er auch, wenn er so lieb aussieht, ey. machten wir uns mit dem Auto und manchmal auf dem Auto auf den Weg zur Finca. Am ersten Tag sammelten wir reife Kakaofrüchte und lernten, wie man den Reifegrad bestimmt. Eine leicht gelbliche Färbung war der Schlüssel. Dabei stellten wir fest, dass sogar komplette gelbe oder orangefarbene Früchte den perfekten Reifegrad anzeigen können. Doch inmitten dieser Ernte standen wir in ständiger Konkurrenz mit neugierigen Tieren. Es gibt zwei verschiedene. Es gibt den hier und dann gibt es noch den anderen. Oh. Ja. Und das Vincent liegt auf dem Boden und hat das Tierchen schon alles aufgegessen. Hey, du sollst arbeiten und nicht essen. So lecker. Echt? Ja, probier mal. Was machst du? Kaufst du alles oder lutschst du einfach? Und, was ist deine Erfahrung? Also ich finde es geil. Das Sammeln der Früchte war nicht nur spaßig, sondern auch anstrengend, da die Bäume auf einem Hügel gepflanzt waren und wir uns oft in die Hocke begeben mussten. Nach dem Sammeln der Samen beginnt die faszinierende Reise der Verarbeitung. Die Kakaofrüchte müssen entkernt werden und dazu verwenden wir eine Machete. Es wird da in der Hälfte getrennt, also angeschnitten, angebrochen, dann aufeinander gezäunt. Dann werden die ganzen Bohnen einfach von dieser Schale getrennt. Handschuhe sind dabei ein Muss, da die Früchte säurehaltig sind. Die Säure spielt auch eine Schlüsselrolle im nächsten Schritt. Denn nun kommt so eine sogenannte Saftpresse ins Spiel. Ein Ballon gefüllt mit Wasser drückt die Bohnen sanft an die Wände, ohne sie zu zerquetschen. Das Ergebnis? Ein erfrischender Litschi-Geschmack in Form von frischem Saft. Schmeckt richtig gut. Richtig lecker. Nach der Saftextraktion müssen die Kakaobohnen fermentiert werden. Die Kisten werden mit Bananenblättern ausgefüllt. Bananenblätter enthalten einen natürlichen Hefepilz, der den Fermentationsprozess starten. Nach mehreren Tagen Fermentation erfolgt die Trocknung. Zum Glück hatte unser Gastgeber Rolli bereits getrocknete Bohnen und wir konnten dadurch den Röstungsprozess hautnah miterleben. Die Temperatur beeinflusst den Geschmack und nach dem kurzen Abkühlen werden die Bohnen von ihrer Schale getrennt. Unsere Muskelkraft und Siebefertigkeit kommt wieder ins Spiel, um die Schale von den sogenannten Nips zu trennen. Der verlockende Duft der Schokolade begleitet uns dabei ständig und wir können dem nicht widerstehen. Ein paar Nips landen im Mund, die meisten in meinen, aber auch Vitaly hat genascht. Die getrennte Masse wird durch ein spezielles Verfahren verfeinert und schließlich wird das kostbare Öl aus den Nips gepresst. Kakao enthält 50% Öl, was gewonnen werden kann und vielseitig eingesetzt wird. Die Kakaobutter ist ein Produkt davon. Die übrig gebliebenen Nips werden weiterverarbeitet, entweder zu köstlichem Kakaopulver oder einfach so zum Genießen. Der gesamte Prozess ist nicht nur faszinierend, Das ist wirklich Kuchenbacken. Das ist Kuchenpressen. sondern ein Fest für die Sinne. Auf der Finca haben wir nicht nur gearbeitet, sondern auch wachsende Früchte probiert. Die Mandarine, Die kleinste Mandarine. die probieren wir jetzt. Sauer? Ah, ja. Ach ja, die ist sauer. Das Gute, wenn du so einen Trink machst. Ja, das Die ist- den Durst. die isst man nicht, die trinkt man. Also man. Daraus wird jetzt Saft gemacht.
Oh. Ah. Das muss man echt mit Wasser verdünnen. Die vielfältigen Aufgaben, die oft körperlich herausfordernd waren, haben diese Erfahrung besonders spannend gemacht. Okay, jetzt reicht. Es gab immer was zu tun und dabei haben uns stets Familienmitglieder begleitet. Aber auch selbstständiges Arbeiten war angesagt. Tagesarbeit ist heute erledigt. Gut gemacht. Meine Hand tut auch schon weh von dieser Bewegung. Jeden Tag wurden wir am Ende unserer Arbeit mit einem köstlichen Mittagessen belohnt. Ein großer Vorteil war, dass unser Gastgeber Rolli Deutsch sprach, was uns ermöglichte, noch tiefer in die einzelnen Prozessschritte einzutauchen. Aber wie schwer würden wir die körperliche Arbeit einschätzen? Auf einem Level von 1 bis 3. Wir tendieren zwischen 1 zu 2, weil die Arbeiten stets abwechslungsreich waren. Meistens waren wir schon 12 Uhr mittags mit den Arbeiten durch und gearbeitet haben wir 5 Stunden. Fit müsste man aber dennoch sein, vor allem beim Sammeln der Früchte. Man hat einmal einen Sack mit den Früchten, den man den Hügel nach oben oder mal nach unten schleppen muss. Wir können uns gut vorstellen, dass bei intensiver Sonneneinstrahlung die Arbeiten schwerer fallen würden. Die Erfahrung war nicht nur kostensparend, sondern ermöglichte uns Einblicke in Prozessschritte, die wir sonst nie bekommen hätten. Aber am Ende des Tages war es super befriedigend, die tatsächlich erledigte Arbeit auch zu sehen. Und jetzt wird es Zeit für einen Ortswechsel. Wir tauchen in die faszinierende Unterwasserwelt von Utila ein. Hoffentlich bist du im neuen Video dabei. Hinterlass uns gerne einen Kommentar da. Und natürlich einen Daumen nach oben. Würdest du gerne an einer solchen Erfahrung gerne teilnehmen? Wenn du Fragen hast, stell uns einfach in den Kommentaren. Bis dahin, Und adios. hasta luego!